Katsching! Herzlich willkommen zu meinem Videokurs für Country-Gitarre. Im ersten Teil sehen wir uns eine typische Country-Begleitung an, die quasi die Basis für alle Begleitungen im Country-Bereich darstellt. Wir brauchen dazu den G-Dur-Akkord und hier kommen wir schon zur ersten Spezialität der Country- und Bluegrass-Gitarre. Wir spielen den G-Dur-Akkord nicht so, wie du ihn vielleicht gewöhnt bist, sondern ersetzen ihn durch den magischen Cowboy-Akkord. Zwar funktioniert das folgendermaßen: Ich lege meinen Mittelfinger auf den dritten Bund der E-Seite, den Zeigefinger auf den zweiten Bund der A-Seite, den kleinen Finger auf den dritten Bund der G-Seite. Bis hierher ist es ein ganz normaler G-Dur-Akkord. Jetzt kommt aber die Spezialität hinzu und du wirst gleich den Unterschied hören. Ich lege zusätzlich den Ringfinger auf den dritten Bund der H-Seite hinzu. Es klingt also deutlich mehr nach Steppen, nach Whisky, nach Lagerfeuer, nach Country. Kommen wir zu unserer Basisbegleitung. Wir spielen einfach abwechselnd den Grundton und den Akkord. In diesem Fall liegt der Grundton hier auf der E-Seite, auf dem dritten Bund. Hier habe ich mein G. Und dann spiele ich abwechselnd diesen Ton und die unteren 3 oder 4 Saiten. Witzigerweise entfaltet diese Begleitung eine komplett andere Wirkung, wenn man sie sehr schnell spielt, beispielsweise im Bluegrass-Bereich. Es handelt sich also jetzt nicht um eine Anfängerbegleitung, die man heute lernt, aber dann nie brauchen kann, weil es ja die viel cooleren Begleitungen gibt. Vielmehr ist es ein Pattern, das dich vermutlich durch dein ganzes Leben als Country- und Bluegrass-Gitarrist oder Gitarristin hindurch begleiten wird. Und nochmal wichtig ist, wir brauchen am Anfang den Grundton. Ja? Es ist die Frage, wie finden wir den Grundton bei den jeweiligen Akkorden. Bei E, A und D ist es absolut einfach, weil wir haben eine E-Seite, wir haben eine A-Seite, wir haben eine D-Seite. Ja? Das heißt, unsere 3 Bassseiten passen perfekt zu allen E, A und D-Akkorden, egal ob es E-Dur, E-Moll, D7, sonst was ist. Ja? Faustregel, alle E-Akkorde beginnen mit der E-Seite. Ja? Alle A-Akkorde mit der A-Seite. Ja? Alle D-Akkorde mit der D-Seite. Wie ist es jetzt mit den anderen Akkorden? Wir haben keine C-Bassseite, wir haben keine F-Bassseite oder H-Bassseite. In dem Fall gibt es eine ganz einfache Faustregel, um den Grundton sofort zu finden. Er ist immer auf der obersten Seite aus deiner Sicht, die du greifst. Also sprich, bei G-Dur hat man das schon, hier ist das G. Bei C ist hier wieder die oberste Seite, die wir greifen. Also das C. Bei F-Akkorden ist es so, wenn du F auf 4 Seiten spielst, so wie ich es meistens mache, ist der Grundton wieder hier auf der obersten gegriffenen Seite. Und genauso verhält es sich bei H7. So viel zu unserer Basis-Country-Begleitung. Mach dich damit vertraut, mach dich mit dem Cowboy-G-Akkord vertraut. Im nächsten Video machen wir damit weiter. Bis dann, ciao!